Hallo meine Freunde, wir machen wieder ein Brot. Das saftigste und fluffigste Brot, das ich je gebacken habe. Und zwar das hammerleckere Kartoffelbrot. Und für dieses Brot brauchen wir Mehl, Kartoffeln, Salz, Wasser und Hefe. Und die Kartoffeln, die kochen wir im Sykomatik erstmal richtig gar. Danach mischen wir das Salz mit dem Mehl, das Wasser mit der Hefe und mit der Kartoffelpresse, sprich Spätzlepresse, pressen wir die Kartoffeln in das Mehl hinein. Natürlich müssen wir dann die Kartoffeln vorher erstmal schälen. Alles geben wir in eine Schüssel und dann rühren wir kräftig das Ganze durch. Aber auch hier sehen wir schon, dass der Teig so richtig schön saftig ist. Und wir lassen ihn dann eine Stunde lang ruhen. Da geht er natürlich ordentlich auf. Weil er ja natürlich richtig saftig ist, geben wir viel Mehl auf die Arbeitsfläche. Ja, dann falten wir ihn sehr oft und wenn das Mehl aufgebraucht ist, dann macht das nichts, denn so bekommt der Teig seine Spannung und wenn es notwendig ist, dann geben wir noch ein bisschen Mehl hinzu. Wichtig ist, dass der Teig nachher zum Schluss eine runde Form bekommt. Und den geben wir dann anschließend in einen Gusstopf hinein und lassen ihn nochmal für eine halbe Stunde lang ruhen. Die Zeit nutzen wir und heizen den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Denn nach der Zeit kommt das Brot in den Ofen für 35 Minuten bei geschlossenem Deckel. Aber dann ist das Brot immer noch nicht fertig. Dann nehmen wir nämlich den Deckel weg und heizen auf 220 Grad auf und das Brot bleibt nochmal für 15 bis 20 Minuten im Ofen. Dann kriegt es natürlich eine schöne Farbe und das wollen wir. Da wir jetzt natürlich auch Backpapier vorher verwendet haben, können wir das Brot richtig gut aus dem Kochtopf nehmen. Ich würde dann das Brot für 20 Minuten lang ruhen lassen. Dann ist es aber immer noch schön warm und wir können es anschneiden. Und ich muss echt sagen, das Brot ist der Wahnsinn. Fluffig, saftig. Ich kenne kein saftigeres Brot wie dieses Kartoffelbrot. Also probiert's aus. Ihr werdet begeistert sein. Und wir sind wieder am Ende angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.